Und dann, wenn man offen dafür ist und probiert auf sein Herz zu hören, dann findet man auch wieder einen Weg dahin, wo man eigentlich hin wollte. Weil es ist ja niemand verloren. Da hat jemand auch gefragt, da kam heute Morgen noch ein Mail rein, ich konnte das nicht mehr ausdrucken, was er tun könne, wenn er oder jemand anderes, den er kennt, von seinem Seelenweg abgekommen sei. Und auch er selbst sei im Moment in dieser Situation und würde sich furchtbar fühlen. Und ob denn dann seine Seele leiden würde, wenn er hier als Mensch quasi von seinem Seelenweg abkommt, ob die Seele dann leidet dadurch. Also nicht in dem Sinn leiden, dass sie irgendwie krank wird, aber sie merkt schon, dass sie nicht auf dem Weg ist, wo sie eigentlich sein wollte, und das kann ja dann auch Auswirkungen auf die Zukunft haben und auf Inkarnationen, die dann erst in der Zukunft passieren. Also die Seele weiß schon, dass das Wirkungen hat, und sie weiß auch, dass es nicht das ist, was sie ursprünglich wollte. Und sie probiert ja auch immer wieder Zeichen zu geben, dass man merkt, dass man nicht mehr auf dem Seelenplan ist. Weil die Seele und der Mensch, der auf der Erde ist, die sind ja nicht getrennt voneinander. Und wenn jetzt jemand merkt, dass er vom Weg abgekommen ist, dann merkt die Seele ja, dass er es gemerkt hat. Und dann, wenn man offen dafür ist und probiert auf sein Herz zu hören, dann findet man auch wieder einen Weg dahin, wo man eigentlich hin wollte. Weil es ist ja niemand verloren. Aber wir müssen einfach offen sein, und manchmal braucht es vielleicht auch seine Zeit. Also, dass es nicht von heute auf morgen passiert. Danke. Du hattest im ersten Teil irgendwie das Beispiel gebracht, wegen Karma und wenn jemand jemanden umgebracht hat. Und hier fragt jemand, ob man dann Seelenanteile durch eine solche Tat verliert. Oder auch wenn man Tiere umbringt oder Tiere isst, ob das irgendwas mit Seelenanteilen zu tun hat, die dann abgespalten werden. Also, so viel wie ich weiß, werden Seelenanteile abgespalten, wenn eine Situation sehr mit Emotionen geladen ist. Also, es ist nicht unbedingt so, dass jemand Seelenanteile verliert, wenn er jemanden umbringt. Okay. Also, es verliert auch nicht jeder Mensch in den gleichen Situationen Seelenanteile. Das ist auch bei jedem anders. Man kann auch Seelenanteile verlieren, wenn irgendwas passiert, wo man dann schockiert ist. Oder aber auch, wenn man zum Beispiel hier wohnt und hier gibt es aber einen Ort, den findet man ganz toll, dann kann es sein, dass ein Seelenanteil immer dort ist, weil man den mag. Also es ist ganz verschieden, wann Seelenanteile weggehen. Das ist auch nicht bei jedem gleich. Okay. Also so viel wie ich weiß. Und man kann die aber auch wieder zurückholen, dass alle Seelenanteile, die
jetzt hier sein sollten, dass die wieder hier sind. Das war nämlich die nächste Frage. Wie findet man die wieder und wie integriert man sie wieder? Und ist das eine Sache, die getan werden muss für gewisse Schritte auf dem Weg, auf dem weiteren Weg? Wir können ja nur seelisch ganz in unserer Kraft sein, wenn wir seelisch auch ganz sind. Und wenn Teile von uns fehlen, dann sind das ja oft auch gewisse Fähigkeiten, die zu uns gehören, aber die haben wir dann wie ausgelagert. Und darum ist es schon gut, wenn man sie wieder zurückholt. Und vielleicht macht das auch jeder anders. Also ich weiß nur, dass ich sehe das dann manchmal energetisch, wo ein Seelenanteil ist. Und dann kann ich dorthin und den wiederholen. Oder man sieht so energetisch eine Verbindung zwischen sich und einem Seelenanteil. Und man kann auch das geistige Team und die Quelle darum bitten, dass die Seelenanteile zurückgeholt werden. Wie könnte man denn, wenn man jetzt nicht solche Dinge sieht oder wahrnimmt wie du, überhaupt rausfinden, dass man abgespaltene Seelenanteile hat? Weiß nicht. Ja. Ich wüsste es auch nicht. Doch vielleicht trägt man in sich so eine Art Gefühl des Unvollständigseins. Und ich glaube, auch kann es da nicht auch sein, dass einem die Seele dann, also die Seele ist ja als Ganzes irgendwo ganz. Oder wenn dir wirklich ein Teil fehlt, dann fehlt dir einer. Okay. Und wenn man das nicht so wahrnimmt, wie kann man Seelenanteile wirklich zurückholen? Wenn man weiß, zum Beispiel, wenn man jetzt eine traumatische Situation erlebt hat und man weiß, man spürt, da ist was verloren gegangen. Was kann... Also ich würde zuerst ausprobieren, ob man vielleicht nicht doch etwas sieht, wenn man sich darauf einstellt, weil manchmal ist das dann so, dass man etwas sieht, auch wenn man sonst gar nicht so Bilder hat. Und was man auch kann, dass man die Quelle darum bittet. Dafür muss man auch nichts sehen. Und es gibt ja auch Menschen, die energetisch arbeiten, die einem dabei helfen können. Ja, danke. Hier die Frage, wenn man Leid von Mensch und Tier sieht, wie geht man damit um nicht zu tief ins Negative zu kommen? Also man kann probieren, dass man ein Verständnis bekommt. Nicht, dass man sagt, dass das gut ist, was passiert, sondern einfach, dass man, auch wenn das vielleicht zuerst nur vom Verstand her ist und nicht von den Gefühlen her, aber dass man wie versteht, dass die Leute, die schlimme Dinge tun, gar nicht anders können. Und dass das nicht bedeutet, dass man es gut findet, aber einfach, dass man weiß, die können gar nicht anders. Und wenn man wütend ist, dass man kann ja Wut auf verschiedene Arten nutzen. Und Wut muss ja nichts Negatives sein. Und dass wir dann einfach auch die Wut auf eine harmlose Art
einfach auch mal aus uns rauslassen, damit die nicht unbewusst immer in uns rumschwebt. Und dann ist es für uns auch einfacher, dann zu sagen, dass wir das zwar nicht gut finden, aber dass man auch gar keine Schuld hat an dem, was da passiert, weil wir können gewisse Dinge selber gerade nicht ändern. Und das ist zwar schlimm, wenn man weiß, was alles passiert auf der Welt, und trotzdem ist es gerade so. Also wenn man da emotional drin ist, dann klingt das ganz schrecklich, wenn man sagt, das ist gerade so. Und trotzdem kann man das nicht anders sagen, weil wir können die Dinge, die an anderen Orten passieren, wo wir jetzt gerade nicht sind, die können wir nicht verändern. Wir können nur für uns sagen, wir wollen das nicht, und das auch der geistigen Welt sagen, damit die Lichtkräfte das wissen. Und ja, also es gibt wirklich Dinge, wo wir physisch nicht sehr viel mehr tun können. Und ich weiß, das ist dann schlimm, gerade wenn man emotional da drin ist. Aber also zumindest mir kam bis jetzt nichts mehr in den Sinn, was man sonst da tun könnte. Ich finde das auch einen wichtigen Punkt, den du gerade genannt hast, dass man die geistige Welt, also der geistige Welt das sozusagen meldet, damit die Bescheid wissen, weil im Gegensatz zu den Dunkelkräften müssen die Lichtkräfte, die halten sich ja an dieses universale Gesetz, dass sie nicht eingreifen dürfen, ohne dass wir es explizit wollen. Und da ist es so wichtig, dass wir unser Wollen auch kundtun, oder? Ja, und es gibt ja auch die kosmische Polizei. Finde ich cool. Und auch die Galaktische Föderation, die hat ja auch Abteilungen, die für sowas zuständig sind. Und ich mache das so, wenn mir was über den Weg läuft, was, sag mal, in die Richtung geht, dann zeige ich die immer an. Ja, das hast du mir auch schon ab und zu mal erzählt. Jetzt habe ich der geistigen Polizei gemeldet. Ich fand, das ist so gut. Endlich mal eine Polizei, die mir gefällt. Psst.